Deutsch lernen durch Hören. Immer wieder Sperrmüll auf der Straße. Marco ist vor kurzem mit seiner Freundin Laura in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie mussten die Wohnung renovieren. Nachdem sie mit dem Streichen und Tapezieren fertig sind, brauchen sie noch Möbel. Ein Bett haben sie schon. Das hat Marco aus seinem Wohnwagen mitgebracht. Es ist zwar schmal, aber für den Anfang reicht es. Auch eine Kommode und einen selbstgebauten Tisch hat Marco vom Campingplatz mitgebracht. Es fehlen aber noch Schränke und Regale. Marco, in den Kleinanzeigen habe ich nichts gefunden. Aber am Freitag ist Sperrmüllsammlung. Da stellen die Leute alte Möbel auf die Straße. Viele davon sind noch gut erhalten. Lass uns doch da mal schauen. Gute Idee, so machen wir das. Am Freitag stehen die beiden früh auf. Sie wissen, dass oft Händler unterwegs sind. Diese holen sich die besten Stücke und verkaufen sie anschließend weiter. Aber sie haben Glück. In der Nachbarstraße finden sie einen Schrank. Er ist fast wie neu. Mit einiger Mühe tragen sie ihn in die Wohnung. Lass uns kurz einen Kaffee trinken. Dann gehen wir nochmal los. In der Webergasse habe ich ein Regal gesehen. Das sah noch sehr gut aus. Das Regal ist tatsächlich noch da. Sogar die Schrauben sind in einer Plastiktüte an einem Brett angeklebt. Das finde ich klasse, sagt Laura. So kann man es gleich zusammenbauen. Laura und Marco sind zufrieden. Es fehlen immer noch ein paar Möbelstücke. Der nächste Sperrmülltermin ist erst in 2 Monaten, bedauert Laura. Aber Marco tröstet sie. Es gibt immer Leute, die ihre alten Möbel heimlich auf die Straße stellen. Man sieht immer wieder Sperrmüll. Bei unserem Glück finden wir sicher auch bald ein Sofa. Und jetzt bauen wir unsere neuen alten Möbel mal zusammen.